Mir juckt die ganze Zeit die Hand hier. Bist du in die Brennnesseln gelangt oder so? Möglich. Keine Ahnung. Erstmal abschlecken. Oh. Abschlecken? Ja, erstmal abschlecken. Du hast doch gerade Speichel drauf gemacht. Ja, sicher, sicher, ne? Herzlich willkommen beim Brooks Cascadia 18. Frisch eingetroffen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wir haben bei Brooks den Cascadia 18, jetzt einen Trail-Running-Schuh, bestellt. Selbst bezahlt, keine Werbung. Weil ich den Cascadia 17 die letzten 1000 Kilometer gewandert bin. Und da haben wir natürlich darauf hingefiebert, dass der 18er kommt. Weil mein 17er schon ziemlich hinüber ist. Und hier ist er. Das gute Stück. Hier ist das gute Stück. Guck mal hier. Da haben wir ihn. Ja, was gibt's dazu zu sagen? Erstmal, er sieht scharf aus. Er sieht richtig schnittig aus. Hier in ganz schwarz ist die Farbe. Obwohl die so ein bisschen rötlich in diesem Licht rüberkommt. Ja, aber es ist schwarz. Das Mesh wirkt gerade rötlich. Er hat natürlich wie Cascadia typisch hier diese, ja, es sind Spikes. Wie Spikes. Ne? Es ist wie Spikes. Und diese Spikes, die haben sich auch wirklich bewährt. Ich bin ja den 17er gelaufen und der hat genau die gleichen Spikes und da rutscht er nicht, ne? Und zwar weder im Matsch noch auf Schnee und Eis. Also du hast wirklich einen stabilen Halt, ne? Ihr kennt diese Matschflächen, wo man dann so plötzlich so den Adler macht und wegrutscht. Das passiert ab einer gewissen, ich sag mal, Dicke von der Matschschicht, die man gar nicht als solche erkennt. Hier auch, aber viel seltener. Mhm. Also normal rennst du damit über alles. Ist also eigentlich nicht gut, dass Michael diese Schuhe trägt, denn wir filmen ihn ja so gerne, wenn er hinfällt. Ja, wenn ich hinfalle, das magst du gerne, ne? Und diese Cascadia 18, die haben auch einen neuen Mesh, also diesen Stoff hier oben. Und der ist feiner als beim Cascadia 17. Ich zeige euch mal den Cascadia 17 zum Vergleich. Und beim Cascadia 18 ist der feiner und mir kommt der auch wärmer vor, der Schuh. Mir kommt der wärmer vor. Also ich bin den jetzt 10 Kilometer heute Morgen gelaufen, testweise, und hatte das Gefühl, der ist ein bisschen wärmer. Mir geht es allerdings bei meinen Brooks, bei meinen Ghosts auch so, dass ich am Anfang immer denke, oh, der ist aber extrem warm und dann reguliert sich das. Mhm. Wir sind gespannt. Und diese Kunststoffapplikationen, die sind auch so ein bisschen abgerockt gleich von Haus aus. Die sehen gebraucht aus, aber das soll so sein, ne? Mhm. Das ist so ein bisschen der böse Stil. Ja, was später sowieso kommen würde, aber dann nicht so gewollt aussieht, wird gleich gemacht. Ich habe mir den jetzt in einer halben Nummer größer gekauft, einfach so aus dem Gefühl heraus. Ich hatte vorher 44,5, der ist 45 und der ist unheimlich bequem. Also bequem, da kann man nichts sagen, ne? Hatten wir bisher tatsächlich bei allen Brooks. Nur eben ein bisschen wärmer als der andere. Also das ist mein Gefühl. Ja, ansonsten ein Top-Schuh. Also man kann natürlich nicht sagen, wer soll sich den kaufen, weil einen Schuh kannst du nicht empfehlen. Das Schöne bei Brooks Running ist ja, dass du den Schuh da kaufen kannst, Brooks Running kommen, und hast 90 Tage Zeit, ihn zurückzuschicken. Und zwar auch, wenn du ihn benutzt hast und auch, wenn du ihn draußen benutzt hast. Man sieht es ja an der Sohle. Oder, ach nee, das ist ja der ganz neue. Das ist der neue. Ja, wir haben zwei Paar bestellt. Einmal den 44,5, einmal 45, weil ich das mal testen wollte. Aber ich habe mich jetzt für den 45 entschieden. Also auch wenn er ein bisschen Spuren hat, nimmt Brooks Running Com den zurück. Das funktioniert auch tatsächlich. Also das ist nicht nur ein Werbegag. Das hatte ich bei meinen, ich glaube, ich habe also irgendein anderes Modell bestellt gehabt, mit dem ich nach 50 Kilometern nicht glücklich war. Den hat man deutlich angesehen, dass sie benutzt waren. Und die haben das anstandslos zurückgenommen und gleich das Geld erstattet. Mhm. Der Schuh hat eine Sprengung. Die Sprengung, wer das nicht weiß, ist der Abfall von der Ferse bis zum Vorderfuß. Der hat eine Sprengung von 8 mm. Für mich ist das sehr angenehm. Das ist eigentlich recht flach, ne? Ich glaube, das ist Standard. Ja. Mhm. Naja, jedenfalls für mich ist das angenehm und er hat auch eine, wie nennen die das, eine zusätzliche Dämpfung. Die spüre ich aber nicht, sondern er hat für meinen Geschmack relativ wenig Dämpfung. Und auch das finde ich gut, aber das ist natürlich bei jedem anders. Was vielleicht da aber auch mit einer Rolle spielt, ist, der hat irgendwie eine Platte integriert hier in der Sohle drin, die eben verhindert, dass der sich
so stark biegt, wie sich andere Turnschuhe biegen, um eben Steine und so weiter ausgleichen zu können beim Laufen, beim Trailrunning. Ja, du kannst damit auf alles treten. Also ich laufe den ja auf Asphalt überall und auch auf Schotter und im Gelände. Aber du kannst mit diesem Schuh auf alles rauftreten und merkst das nicht. Spitze Steine, Äste, alles, was du willst, Kanten, die schluckt er alle weg. Der wiegt 314,7 Gramm. 314,7. Ja, ist relativ leicht, aber auch nicht mega leicht, oder? Nö, also ist in Ordnung. Ja, und dann hat er die typischen Cascadia Schnürbänder. Die sind so geriffelt, die gehen niemals auf. Das ist sehr geil. Ja, die halten sehr stabil. Da muss man auch immer aufpassen. Manchmal hast du Schnürsenkel, die sind so rutschig, dass du 5 Schritte machst und dann ist der Schnürsenkel wieder auf. Aber die verkanten sich so ineinander, lassen sich trotzdem gut öffnen und so weiter. Und ansonsten, guter Schuh für mich. Ja. 150 Euro. Was das hier hinten allerdings ist. Was ist das? Das ist ein Klettverschluss, aber der geht nicht ganz auf. Wenn einer von euch weiß, was das hier, diese Lasche hier, ist, kann und macht, wo da der Sinn ist, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ja, ansonsten, wie gesagt, toller Schuh. Die Sohle ist richtig geil und vor allen Dingen ist die auch, hat die noch so eine, ist sehr rutschfest. Also guck mal hier, wenn ich so mache, der steht sofort. Das stimmt. Der rutscht nicht. Top. Für mich ist er top. Ansonsten, also für uns fällt nicht großartig sonst was auf, was sich verändert hat im Vergleich zum Vorgängermodell, oder? Ach so, nee, außer dieses, wie gesagt, das Mesh. Das Mesh hat sich verändert. Ja. Und ansonsten auch die Sohle mit diesen Regeln hier, rechts, links. Also das ist alles so wie vorher. Ah, und das Logo hat sich verändert. Hier, Ja, während vorher das Logo so senkrecht auf der Lasche gestanden hat, sieht das Logo jetzt so aus. Genau. Und dann sagt Brooks noch, hat ein überarbeitetes Mesh-Obermaterial mit schützenden Overlays in stark beanspruchten Bereichen. Wasserdicht ist er nicht, Gott sei Dank. Komme ich gleich noch zu. Und die haftende Traktion sorgt für sicheren Tritt, sodass du die Aussicht genießen kannst, anstatt auf die Füße zu schauen. Und das funktioniert bei dir auch ganz gut. Ja, der rutscht nicht. Dass der nicht wasserdicht ist, finde ich gut. Weil wenn ich damit mal durchs Wasser laufe, was durchaus vorkommt, beim schlechten Wetter, tiefe Pfützen, kleine Bächlein und so weiter, die trocknen ja nicht. Also dein Fuß wird ja nicht mehr trocken. Also spätestens hier oben läuft dir Wasser rein, wenn du mal ein bisschen tiefer im Wasser stehst. Ja. Und dann trocknet der aber wesentlich langsamer, als es würde, wenn er nicht wasserdicht wäre. Deswegen verzichten wir auch bewusst auf wasserdichte Schuhe. Ja, und ansonsten bleibt das weiterhin mein Lieblingsschuh. Der Marion ist Brooks Ghost Fan. Ja. Der ist mir zu weich, glaube ich. So genau habe ich das noch gar nicht getestet, aber ich glaube, der ist mir zu weich und dieser ist super. Also, aber man muss ihn testen, der muss nicht für dich super sein, der ist für mich super. Und Marion, du fandst den auch nicht so... Nee, mir hat dadurch, dass das hier an den Rändern ja fest ist und eben kein weiches Material, sondern schon ein bisschen härter, das war mir unangenehm. Und deswegen... Das merke ich gar nicht. Nö. Jeder hat ja auch andere Füße und jeder hat auch andere Vorlieben. Man sieht das ja auch oft so in Foren, da wird gefragt, ja, welchen Schuh soll ich zum Wandern nehmen? Ne? Du kannst gar nicht beantworten, die Frage, unmöglich. Da kannst du noch nicht mal sagen, welche Art von Schuh. Soll es ein Turnschuh sein oder ein Trailschuh oder was auch immer. Es ist einfach eine individuelle Sache. Ja, was wolltest du sagen? Wir haben für uns einfach festgestellt, dass du bei Brooks wirklich alles findest. Also ich glaube, es ist für jeden Geschmack, gibt es ein Modell. Und die 90 Tage testen, finde ich wirklich großartig. Das finde ich auch gut. Und die machen auch kein Theater, die nehmen das zurück und fertig. Das war's mit unserem Brooks Cascadia 18 Review. Vielleicht hat es euch ja die ein oder andere Entscheidungshilfe gegeben. Draußen ist das Leben. Geht raus. Bis zum Danke nächsten Mal. fürs Zuschauen. Freitag ist Mammutmarsch. Ja, Nachtmarsch. Übermorgen. Ah, und Helga haben wir heute auch besucht übrigens. Oh ja, Helga hat sich aber nicht gezeigt. Und Freitag machen wir natürlich ein Video über den Mammutmarsch und das kommt dann nächste Woche. Genau. Also abonnieren und liken, kostet euch nichts, bedeutet uns die Welt. Und tschüss.